Trump ist wieder US-Präsident. Die deutsche Ampel ist ausgefallen. Aber in Brüssel laufen die Eurokraten immer noch mit Scheuklappen durch die Gegend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jung und Patriotisch in aufregenden Zeiten. Beginnen wir hier in Brüssel. In diesen Tagen finden die letzten Hearings der neuen EU-Kommissare statt. So wie es aussieht, werden alle durchgewunken. Bis auf einen, und der kommt richtig aus Ungarn. Ja, wer hätte das wohl gedacht, dass ausgerechnet jemand aus Ungarn, der von Orban vorgeschlagen wurde, nicht gewählt wird? Ja, wirklich sehr merkwürdig. Ja, Oliver Várhelyi ist als Gesundheitskommissar vorgesehen. Und dass er bisher nicht bestätigt wurde, hat nicht das Geringste mit seiner Kompetenz oder seinen Aussagen im Hearing zu tun. Nein, darauf hat sich die Brüsseler Einheitspartei aus Linken, Linksliberalen und selbsternannten Bürgerlichen selbstverständlich bereits im Vorfeld geeinigt. Also eine reine Machtdemonstration gegenüber einem EU-Land, das sich in vielen Dingen gegen die Vorgaben aus Brüssel stemmt. Abweichende Standpunkte werden in dieser Demokratiesimulation nicht mehr akzeptiert. Wenn es tatsächlich um Kompetenz gegangen wäre, dann hätten die Abgeordneten ganz andere Kandidaten nach Hause schicken müssen. Ja, eindeutig. Zum Beispiel meinen Landsmann Magnus Brunner. Du warst ja auch im Hearing und hast in deiner Wortmeldung nicht nur aufgezeigt, dass er vollkommen ungeeignet ist, sondern mit deinen Fragen offensichtlich einen Nerv bei ihm getroffen. Ja, was er zum Thema Migration und Inneres abgeliefert hat, war auch an Inkompetenz nicht mehr zu überbieten. Und dazu hat er auch noch eine gewaltige Ignoranz gegenüber dem Willen des Wählers an den Tag gelegt. Die wünschen sich nämlich eine restriktive Asyl- und Migrationspolitik, also in 2 Schlagworten ausgedrückt: Grenzschutz und Remigration. Was sie von Brunner bekommen werden, ist aber nichts anderes als, wie er gesagt hat, eine möglichst rasche Umsetzung des völlig zahnlosen Asyl- und Migrationspakts. Sprich Flüchtlingsverteilung und Verwaltung statt Außengrenzschutz. Und der Pakt, den wir sicher noch in der Umsetzung intensiv besprechen müssen, der spielt eine ganz wesentliche Rolle. Der bietet auch Lösungen. Die Screening-Verordnung beispielsweise, ganz wichtig für schnellere Verfahren, die auch entsprechend anwenden zu können, auch Frontex zu stärken. Auch das ist ein wesentlicher Ansatz, also neue Ausrüstung, mehr Personal, auch ein Mandat bei Rückführungen zu haben und insgesamt das Geschäftsmodell der Schlepper zu bekämpfen. Vor der EU-Asylpolitik laufen die Mitgliedstaaten ja mittlerweile schon davon. Wie will denn Herr Brunner hier für eine gemeinsame Linie sorgen? Jedenfalls nicht mit sinnvollen Vorschlägen, sondern einfach mit Drohungen. Er hat für den Fall, dass jemand bei der Verteilung der Asylanten nicht mitspielen will, schon mit Vertragsverletzungsverfahren gedroht. Ungarn und den Niederlanden, die schon die Nase voll haben von dieser gescheiterten EU-Asylpolitik, will er natürlich keinen eigenen Weg bewilligen. Er folgt damit den Brüsseler Zentralisten, die keinerlei Respekt haben vor der Souveränität der Mitgliedstaaten. Je schlechter die Politik in Brüssel wird, umso mehr muss das System mit Zwang, mit Druck und mit Drohungen arbeiten. Und ein wichtiges Instrument ist dabei das Budget. Ich nehme an, du spielst auf die geplante Haushaltsreform von der Leyen ab. Darüber haben wir das letzte Mal schon berichtet. Also von der Reform Geld gegen Reform, sprich purer Erpressung. Genau, das habe ich Herrn Serafin, einen Polen, im Hearing direkt gefragt. Man muss sagen, er passt hervorragend in diese Kommission. Er hat die Frage nämlich komplett ignoriert und drumherum geredet. Also genau das, was die Kommissionsvertreter wirklich jedes Mal machen, wie du ja selbst weißt. Es wird also auch in meinem Fachbereich keineswegs besser werden. Ganz im Gegenteil. Das hört sich ja nach einem absoluten Wahnsinn an. So ist es auch. Dafür haben wir auch einen großen Erfolg zu vermelden. Vor kurzem wurden unsere beiden Änderungsanträge zum Grenzschutz und Asyllagern außerhalb der EU von einer Mehrheit unterstützt. Was dann dazu geführt hat, dass die Linken den Haushaltsentwurf generell haben platzen lassen. Vor allem hat die CDU dafür gestimmt, sprich, die Brandmauer ist gefallen. Das war ja tatsächlich ein sensationeller Erfolg, der auch in der Presse entsprechend Aufmerksamkeit erzielt hat. Und wo wir schon bei sensationellem Erfolg sind: Donald Trump hat die Wahl in den USA klar gewonnen. Eine schallende Ohrfeige für das woke Establishment. Allerdings, und ich freue mich schon richtig darauf, wie uns die Eurokraten aus dem Harris-Lager das jetzt erklären werden. Die Beziehungen zwischen der EU und den USA im Lichte des amerikanischen Wahlergebnisses stehen ja diese Woche auf der Tagesordnung.
Ja, und wir riskieren jetzt einmal ein wenig, denn wir zeichnen die Sendung diesmal vor den Plenarsitzungen auf. Aber ich gehe jede Wette ein, dass wir von den Abgeordneten, gerade von den linken Fraktionen, ganz unglaubliche Dinge auch hören werden. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Eine der großen Demokratien und die größte Wirtschafts- und Militärmacht wird für die nächsten 4 Jahre von einem bekennenden Antidemokraten und einem verurteilten Straftäter regiert werden. Soweit wir den Ankündigungen eines Lügners glauben können, wird die politische Maßnahme von Trump hier doch eine sehr harte Zeit für Europa bedeuten. Trump und sein bester Kumpel Elon Musk verbreiten auf Twitter in einem Fort Fake News, Verschwörungstheorien, rassistische und sexistische Vorurteile. Elon Musk ist ein Narr und ich finde, dass Twitter vergesellschaftet werden sollte. Ja, ich denke, wir haben da tatsächlich nicht zu viel versprochen. Manche sind einfach völlig lernresistent und können mit demokratischen Wahlergebnissen nicht umgehen, wenn sie eben nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Andere sind da schon etwas flexibler. Zum Beispiel die Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie tut jetzt so, als hätte es nie Konflikte mit Trump gegeben. Sie freut sich auf, Zitat, die erneute Zusammenarbeit mit Präsident Trump und eine starke transatlantische Agenda. Zitat Ende. Heuchelei in Reinkultur, so wie immer, wenn wir uns daran erinnern, wie das EU-Establishment geradezu ausgezuckt ist, als der aktuelle Ratsvorsitzende Viktor Orban sich vor kurzem mit Trump getroffen hat, genauso wie mit dem russischen Präsidenten Putin und dem chinesischen Machthaber Xi Jinping. Da wollten manche den Ungarn sogar den Ratsvorsitz aberkennen. Ich denke, dass Donald Trump an den starken transatlantischen Agenda mit solchen Gestalten kein gesteigertes Interesse haben wird. So wie man ihn hier in Europa behandelt. Und Frau von der Leyen weiß das auch. Aber sie hat natürlich schon ein Rezept gefunden. Ja, sie will offensichtlich Trump jetzt milde stimmen, indem sie für die EU-Länder noch mehr Flüssiggas aus den USA kaufen will. Sie will so die von Donald Trump angekündigten Strafzölle auf europäische Produkte offenbar verhindern. Ja, die USA werden sich bedanken. Sie sind jetzt schon der große Gewinner der Energiekrise, in die sich Europa durch die Sanktionen gegen Russland selbst hineinmanövriert hat. Nicht nur das, auch die amerikanische Rüstungsindustrie hat massiv profitiert, weil sie die Waffen produziert, die der Ukraine geliefert werden. Auch die, die von den EU-Ländern finanziert werden. Die Aussagen des ehemaligen Kommissars Thierry Breton zum Ukraine-Krieg im französischen Fernsehen waren ja auch sehr aufschlussreich. Da meinte er, dass es in der Kommission vor der Wahl von Trump quasi verboten war, darüber zu reden, wie man diesen Krieg beenden möchte. Ja, und die offensichtliche Abhängigkeit der EU davon, wer US-Präsident ist und was dieser für eine außenpolitische Agenda fährt, ist mehr als bedenklich. Genauso offensichtlich ist, dass Europa ganz klar der Verlierer dieses Wirtschaftskrieges ist. Das weiß man in Brüssel natürlich auch. Man will es nur nicht so laut sagen. Deshalb will Frau von der Leyen die Ausgaben für Verteidigung massiv steigern. Dafür hat sie sich einen Bericht vom ehemaligen finnischen Präsidenten Niinistö bestellt. Petra, du hast ihn gelesen? Ja, und das sieht nicht gut aus. Die EU will offenbar in ein massives Wettrüsten einsteigen. 20% des EU-Budgets sollen für Verteidigung und Krisenvorsorge reserviert werden. 500 Milliarden Euro Investitionsbedarf in 10 Jahren hat Frau von der Leyen ausgerechnet. Und das Ganze soll in einem absoluten Gleichschritt zwischen EU und NATO geschehen. Das ist kein Wunder, denn Herr Niinistö hat sein ehemals neutrales Heimatland Finnland ja zuletzt in die NATO geführt. Umso mehr müssen wir hoffen, dass Donald Trump tatsächlich für Frieden in der Ukraine sorgt und damit auch endlich das sinnlose Sterben auf den Schlachtfeldern beendet. Das wäre der größtmögliche Nutzen, den die zweite Präsidentschaft von Trump aus europäischer Perspektive bringen kann. Und ich denke, er hat das auch tatsächlich drauf. Die EU hingegen ist nur noch Passagier. Sie hat sich mit ihrer Kriegstreiberei völlig ins Abseits begeben. Apropos Abseits, Deutschland wird wohl auch nicht viel mitzureden haben über die künftigen weltpolitischen Entwicklungen. Denn da gab es ja jetzt den Ampelausfall. Allerdings, und es ist eine reine Farce. CDU und SPD haben sich jetzt darauf geeinigt, die Neuwahlen am 23. Februar durchzuführen. Sprich, es scheint eine neue große Koalition zu werden. Wenn man mit der SPD den Hauptverantwortlichen für die katastrophale Lage in unserem Land wieder an die Regierung bringt, wäre das ein Schlag ins Gesicht für die deutschen Bürger.
Ein Schlag ins Gesicht wäre das auch gerade für österreichische Bürger. Nur soll es bei uns sogar noch schlimmer kommen. Bei uns wird nämlich an einer Verliererampel gebastelt. In Deutschland haben SPD, Grüne und FDP ja zumindest bei der letzten Wahl ein wenig dazu gewonnen, auch wenn man sich kaum daran erinnern kann. Bei uns hängen sich tatsächlich die Verlierer ein, nur um eine Regierung unter einem freiheitlichen Volkskanzler Herbert Kickl zu verhindern und damit den Wählerwillen tatsächlich zu ignorieren. Das erinnert schon ein wenig an die Brandmauer, mit der die Systemparteien in Deutschland verhindern wollen, dass durch die AfD eine patriotische Politik im Sinne der Bürger gemacht wird. Aber im Einreißen von Mauern habt ihr zum Glück, Gott sei Dank, viel Erfahrung. Allerdings, vor 35 Jahren ist die Berliner Mauer gefallen. Und die Brandmauer bröckelt auch schon. Das beweist eindeutig, Demokratie und Freiheit lassen sich auf Dauer nicht aussperren. Dafür kämpfen wir weiter in Wien, Berlin und natürlich auch hier in Brüssel. In diesem Sinne, danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei Jung und Patriotisch.